Der diesjährige mehrwöchige Sommerurlaub am Gardasee in Italien hat uns vor völlig neue Herausforderungen gestellt, welche weder wir noch Kollegen, Verwandte und Einheimische, welche uns zwischendurch ebenfalls auf dem Campingplatz Bella Italia Gesellschaft leisteten, in ihrem gesamten Campingleben je erlebt und damit auch unser Faltkran-Setup in Extremszenarien gebracht haben. Und zwar befand sich Italien bereits mitten in der schwersten Dürre seit 70 Jahren, als wir ankamen. Was schon ein Blick auf den Gardasee zeigte, dessen Wasserspiegel zwischen einem halben und einem Meter Wasser zu tief lag. In der Tat war der Gardasee bereits bei der Ankunft nur noch zu 60% gefüllt, da Italien erfolglos versuchte, damit die wichtigsten Flüsse wie den Po mit Wasser zu versorgen, bevor dieser dann doch komplett austrocknete und wohl die gesamte Landwirtschaft, darunter 52% des gesamten Reisanbaus Europas, vernichtete. Die Kinder fanden dies natürlich toll, da sie ohne zu schwimmen bis zu den angeleinten Booten im See laufen konnten und das Wasser einiges wärmer war als in den unbeheizten Poolanlagen hier auf dem Platz. Wir Eltern mussten zum Schwimmen dafür umso weiter raus bzw. beim Mieten von Pedalos und Stand-Up-Paddles aufpassen, dass man sich beim Sprung oder Fall ins Wasser nicht verletzte, was bei meinem großen Zeh leider am Ende doch nicht so ganz geklappt hat. Die Stellplätze glichen einer steinigen Wüste. Wer Heringe in den Boden schlagen musste, schafft dies je nach Größe der Heringe nur zu einem Drittel. Und auch wir mussten auf den 18 Volt Akkuschrauber wechseln, welcher die bereits bewährten Tellerkopfschrauben teilweise auch nur zu 2 Dritteln in den Boden brachte. Allerdings hielten diese auch so buchstäblich felsenfest. Wir hatten wochenlang keinen einzigen Tropfen Regen. Die Bäume begannen ihre Äste abzustoßen, welche sich auf dem Zeltdach sammelten, dessen Reinigung sich jedoch gar nicht mehr lohnte, da es am nächsten Tag bereits wieder genauso aussah. Neben den erstaunlich robusten grünen Büschen bildete sich nur rund um den Abfluss des Kondenswassers unserer Klimaanlage eine kleine grüne Oase. Und in diesem Extremszenario kam dann noch ein zweites in Form einer Hitzewelle mit tagelangen Temperaturen um die 40 Grad hinzu. Darum ist unser Most Valuable Gadget in diesem Sommer auch unsere Zero Breeze Mark II Klimaanlage, welche dafür sorgte, dass die Temperaturen im Hauptzelt stets zwischen 3 und 5 Grad tiefer lagen als draußen. Ihr glaubt gar nicht, wie kühl sich 35 Grad anfühlen können, wenn es draußen 40 Grad heiß ist. Die Deckenventilatoren leisteten auch ihren Teil, so war es draußen im Vorzelt respektive unter dem Sonnendach immerhin 1 bis 2 Grad kühler und es ging auch bei Windstille stets ein kühles Lüftchen unter dem Zeltdach. Doch mit der Dürre und Hitzewelle kam auch ein völlig unerwartetes Problem auf, nämlich Stromausfälle, und zwar nicht nur auf dem Campingplatz, sondern in der gesamten Region um Peschiera del Garda. Der längste Stromunterbruch dauerte von 3:30 mittags bis 23 Uhr in der Nacht. Da machte dann sogar der Notstromgenerator auf dem Campingplatz schlapp, welcher immerhin den Strom der Restaurants und Läden respektive deren Kühlgeräte überbrücken sollte. Ist schon komisch, wenn die Belegschaft der Restaurants die Gäste beruhigen muss, die nicht mehr essen gehen oder einkaufen können. Was uns Faltkran-Camper mit Küche und Vorräten nicht so sehr stresste, war vor allem für reine Bungalow-Camper, die im Urlaub gar nicht kochen, wohl ein wahrer Albtraum. Wir haben glücklicherweise schon am Tag davor spontan eine LED-Laterne für die Kinder gekauft, damit diese die bei Stromausfall stockdunklen Sanitäranlagen aufsuchen konnten, da wir Erwachsenen ja unsere Smartphones als Taschenlampe hatten. Verpflegung und Licht waren für uns also kein Problem, doch natürlich machte ich mir Sorgen um die Kühlkette. Unsere neue, viel größere Kompressorkühlbox von Dometic hat sich jedoch wacker geschlagen. Die Innentemperatur ging von den eingestellten 4 Grad in der maximal 8 Stunden Hitze ohne Strom auf nur gerade 15 Grad hoch, wodurch zum Glück keine Lebensmittel verloren gingen, respektive weggeworfen werden mussten. Immerhin wissen wir nun, dass unser Faltkran-Setup für die noch kommenden Extremsommer aufgrund des Klimawandels gewappnet ist. Vielleicht kommt später dann auch noch eine autarke Stromversorgung hinzu, um die Stromausfälle überbrücken zu können. Kommen wir nach dem ganzen Dürre- und Hitzehintergrund sowie dem Lob für einige besonders wichtige Elemente nun aber zurück zum eigentlichen Fazit unseres Faltkran-Setups für 2022. Ich habe ja bereits im Rahmen des ersten Teils, kurz nach unserem Campingurlaub an der Adriaküste, einige Anpassungen angekündigt. Schauen wir uns jetzt also an, was sich von diesen Änderungen bereits in diesem Campingurlaub bewährt hat.
Im Esszimmer wurde der bisherige große Camper-Organizer, welcher entweder den Durchgang oder das Sitzen am Tisch erschwerte, durch einen deutlich kleineren Camping-Organizer von Kalima abgelöst, welcher nun wieder direkt neben dem Eingang aufgehängt werden kann und tägliche benötigte Utensilien wie Sonnenbrillen, Mücken- und Sonnenschutz sowie Haarbürsten und Feuchttücher für den Gang zur Toilette beherbergt. Die Schuhe respektive Badelatschen kommen nun direkt darunter zu liegen, somit muss man diese auch nicht mehr zuerst aus einem Organizer kramen. Im Wohnzimmer und zwischen den beiden Schlafzimmern wurden die beiden bisherigen Max Hauri T13 Steckdosenleisten mit 5 Meter langen Kabel durch zwei T23 Steckdosenleisten mit nur 3 Meter Kabel ersetzt, da diese statt maximal 10 Ampere nun bis zu 16 Ampere unterstützen und damit den unterbruchsfreien Betrieb unseres Ecomat Heizwürfels mit maximaler Leistung oder gar den Betrieb von 2 Ecomaten gleichzeitig erlauben, falls beispielsweise in der Nebensaison bei Außentemperaturen um die 10 bis 15 Grad auch das Vorzelt geheizt werden muss. Zu guter Letzt wurde auch noch unsere Yachticon Waschbürste wie geplant durch einen Gardena Straßenbesen mit Teleskopstiel ersetzt, da sich dieser in Kombination mit dem bereits bewährten Lifehide Suprabesen ideal zur Reinigung des Zeltes, insbesondere der Bodenplanen und der Teppiche, eignet. Alle 3 seit dem ersten Fazit ersetzten Elemente haben sich somit bereits in diesem Sommer bestens bewährt. Die Bewährung eines Elementes ist allerdings noch ausstehend, nämlich die der tragbaren Aquafil-Schlauchtrommel von Brunner, welche beim Abbau des Faltkarawans am Gardasee zum ersten Mal im Einsatz stand. Wie ihr jedoch unschwer erkennen könnt, steht unser Zelt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch, weshalb ich die Frage gerne an Michel aus der Zukunft weiterleite, welcher dieses Video nach dem Urlaub gerade bearbeitet. Vielen Dank, Michel aus der Vergangenheit. In der Tat kam die neue Schlauchtrommel auch dieses Mal am Gardasee beim Abbau und gleichzeitigen Reinigen des Zeltes nicht zum Einsatz. Wie schon an der Adriaküste reichte die Kombination aus Suprabesen und einem feuchten Lappen völlig aus, um unter anderem auch das Zeltdach, insbesondere die beiden Lichtstreifen, gründlich zu reinigen. Meine Frau besteht allerdings darauf, die Schlauchtrommel noch eine Campingsaison in unserem Faltcaravan-Setup zu belassen, bevor wir eine endgültige Entscheidung treffen. Somit erhält dieses Element also nochmals eine Gnadenfrist. Damit wieder zurück an Michel aus der Vergangenheit und dem Rest des Fazits zu unserem Setup für 2022. Vielen Dank für deine Einschätzung, Michel aus der Zukunft. Dies bringt mich auch gleich zu den Elementen, welche ersetzt werden dürften, respektive sogar schon ersetzt wurden. Falls du dir bereits unsere neueste Roomtour angesehen hast, dann ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass unser aufblasbares Sofa einfach so die Farbe gewechselt hat. Dies liegt daran, dass ich das baugleiche Modell zu unserem bisher genutzten und bewährten Aldi Adventurage Sofa von Wango ausprobieren wollte. Dies passt nicht nur farblich nochmals etwas besser zu unserem Campbell Passion Faltcaravan, sondern ist im Gegensatz zur Aldi-Variante auch über das ganze Jahr hinweg bestellbar und lässt sich nicht mehr nur an 1 bis 2 Aktionstagen physisch im Aldi kaufen, über die man nur Bescheid weiß, wenn man den Aldi-Prospekt regelmäßig bekommt und studiert. Daneben ist die etwas fragile Camplight LED-Lichterkette gebrochen und dies leider erst noch an einem so ungünstigen Ort, dass man diese auch nicht mehr neu zusammenlöten könnte. Glücklicherweise hatte ich damals 2 davon angeschafft, somit hatten wir diesmal noch einen entsprechenden Ersatz dabei. Allerdings werde ich voraussichtlich bereits im Rahmen des Caravansalon in Düsseldorf nun das fast baugleiche Modell von Campwerk testen, bei dem die fragilen Drähte mit einer Kunststoffbeschichtung versehen wurden und dadurch wohl deutlich stabiler sein dürften als das Modell der Camplight von Sunnyside. Wahrscheinlich gibt es dann ein kleines Update dazu auf dem Instagram-Kanal während der Messe, wo du übrigens unter den Highlights auch jederzeit den gesamten Sommerurlaub am Gardasee nochmals Revue passieren lassen kannst. Aktuell noch etwas unschlüssig bin ich beim Thema Akkuschrauber. Unser 12-Volt-Modell hat sich sowohl letzten Herbst als auch diesen Frühling an der Adriaküste bestens bewährt und hätte definitiv auch auf dem Campingplatz Piani di Clodia, welchen wir die letzten 3 Jahre am Gardasee angesteuert haben, bewährt. Hier auf dem Platz Bella Italia sind die harten und steinigen Böden jedoch eine zu große Herausforderung und selbst mit unserem 18-Volt-Backup konnte ich einige Holzschrauben mit Tellerkopf nicht ganz in den Boden bringen. In Kroatien soll es sogar noch krasser sein und ohne ein 24-Volt-Modell nichts mehr gehen. Ich weiß also noch nicht, ob wir bei 12 Volt bleiben und einfach wieder bessere Campingplätze ansteuern
oder künftig lieber auf Nummer sicher gehen und gleich zu 18 oder gar 24 Volt greifen. Eine definitive Entscheidung steht diesbezüglich also aktuell noch aus. Somit bleiben nur noch die Elemente übrig, welche neu auf der Wunschliste für das kommende Jahr stehen. Denn von meiner Seite sind für dieses Jahr nur noch 1 bis 2 Solo-Trips mit dem Faltcaravan geplant, da wir für die Herbstferien bereits anderweitige Pläne haben. Zum einen hat meine Frau für unseren Sommerurlaub am Gardasee als Experiment eine Hängematte ins Setup geschmuggelt, wozu auf Instagram auch Fotos existieren. Allerdings konnten wir diese aufgrund der Baumkonstellation nur auf einem Stellplatz nebenan anbringen und mussten diese natürlich entsprechend wieder abmontieren, sobald dieser belegt wurde. Um dieses Problem in Zukunft umgehen zu können, schaue ich mich mal nach ultraleichten und kompakten Hängemattenständern um, sodass es keine nebeneinander stehenden Bäume mehr braucht. Zugegeben, etwas überrascht hat mich der Fakt, dass meine Frau in der Küche zum allerersten Mal nichts vermisst hat. Einzig die Überlegung, einen faltbaren Wasserkocher zuzulegen, steht derzeit im Raum. Allerdings haben sich genau damit im Faltcaravan gegenüber von uns 2 Kinder jeweils einen Arm bzw. einen Fuß ziemlich heftig verbrannt, als so ein Ding beim morgendlichen Griff zum Marmeladenglas mit kochend heißem Wasser vom Tisch flog. Aber wie gewohnt gibt es dann Anfang nächstes Jahr wieder ein Update zum Setup für 2023, welches verrät, wie und für was wir uns am Ende entschieden haben. Wie ich also fast schon erwartet hatte, bleiben wir auf dem Weg zum, zumindest für uns, perfekten Faltcaravan-Setup in diesem Jahr erneut an der 99%-Marke hängen. Es bleibt somit abzuwarten, ob wir es im kommenden Jahr endlich auf die angestrebten 100% schaffen, sprich kein Element aus unserem Setup mehr durch etwas Besseres ersetzt werden muss. Unser bis ins letzte Detail aufgelistete Faltcaravan und Camping-Setup findest du jedoch wie gewohnt unter der einfach zu merkenden URL falt.haus/setup inklusive Gewichtsangaben, wo das Ganze beim Transport verstaut ist und am Ende im Faltcaravan aufgebaut wird. Bis zum nächsten Video und frohes Campen!